Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit dem neuen Speedset Hanbok 2025, neues Wochenend-Event und der neue Grafik-Patch. Ja, Fly Universe heftiges Grafik-Update ist am Start. Erstmal das 2025 Hanbok-Set. Ja, ich bin jetzt nicht so begeistert davon, muss ich sagen. Finde so traditionelle, keine Ahnung, koreanische Klamotten oder generell so asiatische Sachen sind jetzt nicht immer meins, kommt drauf an, aber in dem Fall definitiv nicht. Also die Hanboks haben mir eigentlich noch nie so richtig gefallen, muss ich zugeben. Und ich finde sie jetzt farblich, vor allem bei den männlichen Versionen, schon auch relativ lame, weil sie wieder überwiegend die gleiche Farbe haben und sich nur, ja gut, okay, die Ärmel, aber eigentlich sind es wirklich nur die Ärmel, die sich groß unterscheiden. Ansonsten ist es schon wieder nur sehr leicht von den farblichen Unterschieden. Außerdem auch komisch, dass es zweimal ein weißes gibt. Das ist ja eigentlich immer so, dass die andersfarbigen Sets immer recht selten sind, aber in dem Fall ist es eigentlich zweimal auch relativ identisch bei den 2% Sets. Also hat man nicht mal da den Vorteil, dass ein Set irgendwie raussticht. Was ich aber cool finde, ist das CS-Pad tatsächlich. Das ist, ich glaube, so ein Löwe, der mit so einem, ja, mit so einer Mütze rumläuft. Das finde ich eigentlich tatsächlich ganz cool. Ganz cooles Design. Und bei den CS-Pads sind auch die unterschiedlichen Farben deutlich, ja, stechen deutlich besser heraus. Dann Find the Golden Monster, Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr. In Dungeons hat man die erhöhte Chance auf den Spawn von einem Golden Albert. Und, also nicht nur erhöht, sondern verdoppelt tatsächlich. Und das Ganze ist aber nur aktiv in Dungeons, wo auch ein Golden Albert spawnen kann. Das sind Leeren Chasm, Rises Catacombs, Envy Depths, Guardian Sanctuary, Storm Peak und The Wilds. Sonst spawnt das Vieh leider nirgendwo. Wäre cool, wenn es das eigentlich in jedem Dungeon gäbe. Gibt es aber nicht. Ja, dann haben wir einerseits Änderungen am Guild War System. Da muss ich sagen, ja, bin ich jetzt nicht so wirklich involviert. Dynamic Player View Range in all Guild Siege Maps is now infinite. Wobei das abhängig ist auch von den Einstellungen. Aber wenn man irgendwie die Einstellung recht hoch macht, dann sieht man wohl Spieler niemals verschwinden. Also ich glaube, damit sind die Character Model gemeint. Und die Nameplate View Distance wurde auch auf 150 Units, was auch immer das ist, oder wie viel auch immer das ist, in allen PvP-Maps geupdatet. Genau, das soll wahrscheinlich dafür sorgen, dass man Spieler besser tracken kann, auch wenn sie weit entfernt sind und sie halt auf jeden Fall nicht verschwinden. Könnte ich mir schon sehr nervig vorstellen. Ist mir persönlich jetzt so bei Kaigas zumindest noch nie wirklich aufgefallen. Ja, keine Ahnung. Dann Spectate, man kann Spieler jetzt spectaten, using /spectate und dann den Namen mit ein paar Beschränkungen. Und wenn man jemanden spectatet, dann followt die eigene Kamera diesem Spieler. Und hier sind wohl die Beschränkungen. Only members in the same guild may spectate each other. Only members part of a guild rank, which has the new spectate permission enabled, may spectate guildmates. Und only members who are not currently inside a fighting area and fighting may spectate other members. Also nur, wenn man selber nicht mitkämpft. Lineup UI has been updated to include more information and functionality. You can now click rows to select a player in the lineup. You can now toggle buffs using a button next to the collapse button. And you can now spectate a player. Genau, also Updates fürs Guild War System. Dann haben wir die großen grafischen Änderungen. Added a new SSAO, Screen Space Ambient Occlusion setting. Never heard of that before. This setting will approximate ambient occlusion in the real world, the effect of the sun's indirect lighting, not reaching dark corners and crevices. This results in darker shadows in tight corners or areas where there is a lot of complex geometry. Heißt auf gut Deutsch, einfach bessere oder ich will, ja, wie sie sagen, in the real world quasi bessere Lichteffekte, realere Lichteffekte ist wahrscheinlich der bessere Wortlaut dafür, wobei ich dazu gleich eine Anmerkung habe. Ich finde, auf diesem Screenshot sieht man es tatsächlich gar nicht so krass gut, weil sie ja nicht das gleiche abbilden. Also ich finde, sie hätten zweimal das gleiche abbilden sollen übereinander. So ist halt, die linke Seite hat es nicht, die rechte Seite hat es. Man sieht es schon, vor allem am Zaun. Ich finde, am Charakter sieht man es am wenigsten. Aber wie gesagt, gucken wir uns jetzt nochmal an.
Und hier extra shadowing is visible by the fences and on the player's clothing, where there's more complex geometry. Wie gesagt, beim Charakter, finde ich, sieht man es jetzt nicht so krass. Also hier quasi in der Achselhöhle mehr oder weniger ist halt so dunkel und hier an der Seite. Aber finde ich, sieht man jetzt echt nicht so gut, weil es auch nicht wirklich nah rangezoomt ist. Am Zaun sieht man es ein bisschen besser. Und das ist aber nicht die einzige Änderung. Es gibt noch ein New Volumetric Light Setting. This setting will approximate volumetric lighting or sun rays in the real world. It is most visible when the sun is being occluded by something, creating a stark shadow. Sun rays and shadows visible over the mountain horizon as the sun peaks over, great for sunset and sunrise pictures. Also mit der Beschreibung haben sie es, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Ich denke, das ist eher was für Screenshots. Warum, zeige ich euch gleich. Dann hier noch weitere Updates. Heavily improved the performance as well as smoothness of the bloom effect. As a result, the medium option no longer exists and there's only low and high. Both of these options should now perform much better on lower end devices. Improved the lens flare when looking almost directly at the sun to be less annoying. Also wenn man vorher in die Sonne geguckt hat, gab es da immer diese Sonnenstrahlen-Effekte quasi, die dir voll in die Fresse geblendet haben. Das war ziemlich nervig. Das ist jetzt deutlich, deutlich schwacher, abgeschwächter. Improved the movement and cycle of the sun and moon, no longer causing them to stop at sudden positions in the middle of the sky. The sunrise and sunset cycle is now a smooth rotation. Also Sonne und Mond wechseln sich jetzt ab, indem sie quasi einmal wirklich komplett über den Himmel ziehen, von Ost nach West und eben in einer geschmeidigen Rotation quasi über den Horizont gleiten und nicht mehr irgendwo random stecken bleiben, um dann irgendwann einfach zu verschwinden. Genau. Gucken wir uns auch gleich an. Und dann noch Generate Changes. The Options window has been revamped to be more accessible. Note that the Game and Controls tabs have been merged into one Game tab. Gucken wir uns auch gleich an. Added a Guild Member filter to the Navigator. Guild Members now show up as purple dots in the Navigator. Und changed the location of Deft Queen Nerite in Herneos Dungeon. Da weiß ich exakt noch nicht, wo sie ist, aber nicht mehr da bei den Captain Lumenfin wahrscheinlich, wo sie vorher war. Bugfixes, das ist jetzt nicht so krass. Fixed an issue where the client would sometimes hang when the language is set to Korean, was wahrscheinlich so gut wie niemand benutzt hat, weil es kaum Koreaner gibt, die live spielen. Fixed an issue where some housing objects would intersect with the ground when placed. Fixed an issue where the title of the hero achievement was wrong. Fixed an issue where chat emoticons didn't work when there are other columns in the message. Und fixed an issue where the fitting room window would not update when using a transy scroll. Also alles Sachen, die ziemlich selten sein dürften, bis auf das mit dem Hero Achievement, maybe. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir es uns mal an. Hab schon Verbindung zum Server unterbrochen, war ja klar. Hab schon ein bisschen herumgespielt mit dem Effekt hier und mit den Effekten. Und das ist das neue Optionsfenster. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so schön. Also ich fand es eigentlich vorher tatsächlich cooler. Hat halt nicht mehr diese klassischen, also vor allem auch diese Audio-Balken, verstehe ich nicht, warum sie die geändert haben. Die sehen jetzt einfach halt nur voll kacke aus. Vorher sahen sie halt viel besser aus. Und ich weiß nicht, habe ich es noch aktiviert? Jetzt müssen wir auf Grafik gehen. Ah ja, genau, ich habe es nicht aktiviert. Also diese ganzen neuen Effekte oder diese beiden neuen Effekte überwiegend könnt ihr aktivieren mit Nachbearbeitung. Und dann ist es quasi SSAO und Volumetric Light. Und der Blüte-Effekt wurde auch überarbeitet. Das ist dieses Überstrahlen, Qualität und Blüte. Das ist dieses Blooming. Und wo ist jetzt der Unterschied? Also man sieht es eigentlich jetzt ist es halt leider Nacht natürlich, war wieder klar. Man sieht es hier an der Kleidung, diese Schatten, wenn ich jetzt die Kamera bewege, die so hin und her wandern. Das ist das, was sie uns auf diesem einen ersten Screenshot zeigen wollten. Also diese schwarzen Flecken. Und ich finde, grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht, wobei ich persönlich finde, dass das für Flive ziemlich unnötig ist, weil die meiste Zeit spielt man das Spiel eigentlich wenn man relativ weit rausgezoomt hat. Kein Schwein spielt so Flive, wenn er so nah rangezoomt hat, dass man das wirklich so krass sehen würde. Also vielleicht so Medium Distance spielen vielleicht noch einige Leute. Ich spiele meistens so, da sieht man sowas sowieso so gut wie gar nicht, aber das mal dahingestellt, ob das jetzt so viel Sinn macht oder nicht, darum geht es jetzt eigentlich nicht wirklich, aber ist meine Randbemerkung auf jeden Fall. Aber mein großes Problem damit ist eigentlich, dass diese Schatten extrem unnatürlich aussehen. Ja, also ich meine, hier sind jetzt einfach, also ich drehe die Kamera ein bisschen, da sind einfach irgendwelche random Flecken. Also es sieht jetzt nicht wirklich aus wie ein Schatten, es sieht mehr aus wie, ehrlich gesagt, sieht fast aus wie ein Grafikfehler. Also ich finde nicht, dass das sehr natürlich aussieht und ja,
finde auch generell das Verhalten von den Schatten ziemlich weird. Also ich meine, nur wenn ich die Kamera drehe, entstehen plötzlich Schatten. Keine Ahnung, finde ich irgendwie seltsam. Können Sie uns hier nochmal an den Fenstern angucken. Da ist es ähnlich. Quasi, wenn man hier die Kamera ein bisschen bewegt, dann hier am Rand sieht man es ganz gut. Dann hat man jetzt hier halt einen starken Schatten. Und wenn ich wieder nach links gehe, hat man halt gar keinen Schatten und so. Aber es ist halt alles immer mehr oder weniger abhängig von der Kamera-Movement. Finde ich halt, wie gesagt, ein bisschen weird. Also das ist dieser SSAO-Effekt. Und das mit dem Licht ist quasi eigentlich einfach nur, dass wir halt jetzt realistische Schatten haben. Das sieht man jetzt halt natürlich nicht so gut, weil es Nacht ist. Aber wenn ich mich jetzt quasi vor ein Haus stelle, ja, das sieht man jetzt gerade echt schlecht. Ich muss warten, bis es hell wird. Das ist wieder so typisch. Das ist immer, wenn ich einen Screenshot machen will und ich will Tag haben, dann ist es nachts. Und immer, wenn ich nachts haben will, ist Tag. Das ist literally immer so in Flive. Das ist super nervig. Na gut, dann warte ich mal kurz darauf. Achso, wobei wir können vielleicht noch, was war das andere nochmal? Genau, also Spiel und Steuerung gab es vorher. Also das ist jetzt alles eins. Das ist alles zusammengefasst hier. Finde ich auch ein bisschen unübersichtlich, dass es keine 2 Reihen sind. Bis man da mal die Einstellungen findet, die man wirklich ändern will, ist auch ein bisschen viel einfach für einen Screen. Also muss man sich schon ein bisschen jetzt quasi durchlesen. Die Sprachoption, gut, das finde ich tatsächlich ganz nice. Also das ist relativ user-friendly, würde ich sagen. Dann, was haben sich hier geändert? Ja, das mit dem Interface ist auch ein bisschen chilliger zum Wechseln, auf jeden Fall. Das ist halt nicht mehr dieses Drop-Down, sondern man hat es direkt hier auf einem Screen. Ist auch ein bisschen chilliger. Wie gesagt, die Audioregler, auch hier bei Benutzeroberfläche, die finde ich nicht so nice. Da fand ich die vorher schon deutlich besser. Genau, dann hier habe ich es nochmal schon angeguckt. Hier unten hat sich, glaube ich, nichts geändert. Nicht, dass ich wüsste. Und hier oben, ja gut, das ist auch ein bisschen chilliger vielleicht. Aber ich denke, diese Einstellungen hat man einmal festgelegt und eigentlich nie wieder wirklich geändert wahrscheinlich. Von dem her,